DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Die Plakate, die überall hingen, waren ein wirklich bunter Tupfer im allzu grauen Stadtbild der Städte und Dörfer der DDR. Verantwortlich war die Abteilung Agitation, Propaganda beim ZK der SED, die die Themen festlegte, und die Gestaltung lag dann bei der DEWAG-Werbung. Es gab nur Plakate zu ganz unterschiedlichen Anlässen. Zum einen waren das die Höhepunkte des Festkalenders. Jedes Jahr wurde der 1. Mai begangen mit viel propagandistischem Aufwand, auch der Tag der Republik, also der 7. Oktober. Aber hier sehen wir zum Beispiel auch ein Plakat aus dem Alltag, ein Schienenbus mit jungen Pionieren und die ihre guten Taten nach Berlin brachten, symbolisch. Andere Plakate waren Ereignissen gewidmet, zum Beispiel den ersten Weltraumflug eines DDR-Kosmonauten, worauf man damals ungeheuer stolz war, am 26. August 1978, als dieses Plakat ausgehängt wurde, mit einem Rückblick auf Otto Lilienthal, startete Sigmund Jähn ins Weltall, zusammen mit einem sowjetischen Kosmonauten und mit einer sowjetischen Rakete natürlich. Anderes Plakat ist dem Jahrestag des 13. August 1961 gewidmet. Damals wurde, wie es in der DDR-Propaganda hieß, der antifaschistische Schutzwall errichtet, also auf Deutsch die Mauer. Auch an die Geschichte wurde gedacht. Das spielte ja in der DDR eine riesengroße Rolle. Die Tradition der Arbeiterbewegung, speziell der kommunistischen Bewegung. Wir sehen hier ein Plakat mit Ernst Thälmann, einer der großen Heldengestalten der DDR, der von den Nazis ermordet wurde. Er war Vorsitzender der Kommunistischen Partei, bis er 1933 verhaftet wurde und 12 Jahre im Zuchthaus gesessen hat. Andere Plakate waren nun wieder auch den Parteitagen gewidmet. Zum 11. Parteitag der SED, auch das war ein Anlass, und man kann auf dem Plakat an den Schienen so eine römische 11 erkennen. Optimistisch war, die Parole auszugeben, Kurs 2000. Soweit hat es die DDR dann nicht geschafft. Schluss war dann mit dem 40. Jahrestag 1989, woran hier auch ein Plakat erinnert mit vielen DDR-Fahnen und der simplen Aufschrift DDR 40. Angesichts der großen Mühe, die man sich gemacht hat mit diesen Plakaten, was die Gestaltung betrifft, das Aushängen, ist die Frage berechtigt, welche Wirkung das nun eigentlich hatte auf die Bevölkerung. Die Vermutung liegt nahe, dass die Menschen daran vorbeigelaufen sind. Die Welt war derartig vollgehängt mit solchen Plakaten, dass die das gar nicht mehr wahrgenommen haben und die politische Botschaft eigentlich auch nicht mehr verinnerlicht haben. Allerdings muss man sagen, all diese Plakate, die hier hängen, sind mir noch gut in Erinnerung. Ich kenne sie fast alle noch, die heute eine Art Bilderwelt der sozialistischen DDR ergeben. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.